Wir sind heute wieder in Rostock und zwar sind wir hier bei der Kita Benjamin Blümchen. Da hatten wir schon vor einiger Zeit eine Ameisenanlage aufgebaut und heute soll es ein kleines Update geben bzw. eine neue Kolonie und ihr könnt dabei sein, euch das Ganze einfach mal anschauen. Ja, hallo. Hallo. Da sind wir. Und wie ich sehe, die Anlage steht noch. Den Ameisen scheint es da ganz gut zu gehen. Oder wie ist das Feedback? Die Ameisen, denen geht es super gut. Die Kinder sind total begeistert, freuen sich jeden Tag aufs Neue, wenn die Ameisen hier oben lang marschieren, mit ihren Blättern auf dem Rücken. Alle begeistert hier. Wunderbar. Und ihr hattet euch überlegt, eine neue Anlage hier nochmal zuzulegen. Wir werden das Ganze dann hier so planen. Was ist eure Idee oder eure Inspiration so ein bisschen, um das Ganze hervorzubringen? Also zum einen hätten wir es gerne an die Wand, auch nochmal in Kinderhöhe, damit je mehr Ameisen, je mehr Kinder auch schauen können. Und zum anderen ist ja auf der einen Seite der Pilz mit den Ameisen, das ist nicht ganz so gut zu beobachten. Und das können die Kinder dann wahrscheinlich besser an der Wand sehen. Ja, denke ich mal. Ne? Also weil hier hat man auf jeden Fall einen besseren Nesteinblick auf die Anlage, also die wir jetzt hier geplant haben. Es sind auf jeden Fall dann mehr Ameisen als Kinder. Ich würde sagen, dann legen wir mal los. Sehr schön. Jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt haben wir festgestellt, die Wand ist ein bisschen schief. Ihr könnt euch das jetzt mal anschauen. Das wussten wir natürlich vorher nicht. So, das heißt, wenn ich das Plan hier drauf lege, dann seht ihr, ich komme hier mit dem Finger dazwischen. Ja, also habe ich auch noch nicht erlebt. Das heißt, diese Wand, die ist wirklich hier, ja, also ziemlich unrund. Müssen wir schauen, wir werden es bestmöglich anbringen und dann nachträglich dann hier eine kleine Fixierung anbringen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Die Anlage ist jetzt an der Wand. Das war ja so ein bisschen das Problem, dass die Wand ja auch ein bisschen schief war. Wir haben es trotzdem gut rangekriegt, indem wir jetzt hier so eine Gummidichtung noch mal hinten dran platziert haben. Und ja, jetzt können wir das Ganze einrichten. Das heißt, hier bei der Arena muss ich jetzt noch das Ausbruchsschutzöl anbringen und den Bodengrund und kann dann schon mal die Tränke und Näpfe platzieren. Und erst dann können dort die Ameisen einziehen. Wir setzen die Ameisen gleich ein. Ja, aber wir filmen gerade, deswegen müsst ihr leise sein, sonst hört man eure Stimme da drin. Uiuiui. Bodengrund, Wüste. Kommt das Ganze jetzt hier rein. Ja, jetzt sind wir hier soweit fertig. Das heißt, die Anlage steht. Wichtig war ja hier, das Ganze auch möglichst transparent zu machen, damit die Kinder auch einen schönen Einblick haben. Wir haben hier noch eine kleine Steigung auch mit drin, damit die Ameisen gut klettern können. Alles ist dementsprechend sicher und hier habt ihr dann dementsprechend die Möglichkeit, die Abfälle dann rauszuholen bzw. Tiere zu füttern. Das heißt, hier kommen dann Körner oder Grillen, Heimchen, was auch immer. Sie brauchen ja fleischhaltige Nahrung und die Körner, aus denen sie ja dieses Ameisenbrot machen. Dann ist hier eine Tränke für die Wasserversorgung. Das reicht dann auch, was die Tiere so benötigen. Und dann würden sie immer permanent das Material dann hier rüber in ihr Nest bringen. Und später wird es dann so sein, dass sie hier alles schön voll mit Kammern und Gängen anlegen, wo man dann wunderbar dann das ganze Nest beobachten kann. Ja, super. So, dann zeige ich mal die Tierchen. Das sind jetzt hier die kleinen Racker. Ja, da sieht man halt hier die Königin und die Arbeitung. Könnt ihr gerne sich mal in die Hand nehmen, anschauen. Ja, und das sind jetzt die, die wir hier reinpacken. Mhm. Und ich packe die gleich möglichst nah hier vorne in dem Bereich, ja, damit sie möglichst schnell dann noch hier rüberziehen. Wir müssen aufpassen, ich habe den Boden hier nicht befeuchtet, weil sonst ist die Gefahr gegeben, dass die sich dann hier erstmal eingraben. Es kann auch sein, also nicht wundern, dass sie jetzt erstmal Sandlehm ein bisschen davor, vor diesen Neströhrchen platzieren und auch erstmal da drinnen bleiben, bis die Kolonie eine gewisse Größe erreicht hat. Sie müssen sich ja auch erst dran gewöhnen. Na klar. Mhm. So, dann fangen wir mal an. Dann setze ich jetzt hier mal die kleinen Racker hier rein. Mal einen kleinen Sicherheitsstreifen hier. So, ich packe die gleich hier unten hin. Und die paar Tierchen, die jetzt rumkrabbeln, die mache ich jetzt von Hand. So, geht mal runter. Hier unten drunter habe ich einen Ausbruchsschutzölfilm angebracht. Das heißt, die Tiere können nicht raus. Das ist ein bisschen ölig an der Unterkante. Das habe ich auch hier hingestellt. Das habt ihr wieder. Das kennt ihr ja auch von den Blattsternerameisen. Ja, wir freuen uns total. Perfekte Höhe für die Kinder. Wird ab morgen ein Highlight für alle. Alles klar. Vielen Dank. Wir danken auch. Bis dann. Ne? Bis bald. Tschüss.
So, von der Erklärung der Anlage her ist halt Folgendes zu beachten. Also wir haben ja einmal den Arena-Bereich, dann haben wir hier diesen Nestbereich. Wir haben das Ganze hier ein bisschen, weil das ist ja die Art Mesa Barbaros, die Marke ist ja in der Wüste, deswegen haben wir dann Fotorückwand Wüste genommen. Die Tiere sind ja jetzt hier soweit drinne. Und dann haben wir hier noch einen Napf, den werden wir nehmen oder der ist halt optional möglich für die Körner oder halt für die verschiedenen Futtermittel, die wir reinpacken. Wir haben dann noch eine Tränke für Wasser. Damit sind es versorgt und damit die Kinder hier auch nicht die Nester irgendwie öffnen können, haben wir hier das Ganze erstmal eindrucksicher gemacht. Das heißt, ich kann hier diese Gittereinsätze hier nicht eindrücken. Dann haben wir das hier abschließbar gemacht. Das heißt, wir können das Ganze mit so einem Kreuzschraubendreher halt öffnen und schließen. Auch das Rohrsystem kriege ich jetzt auch nicht einfach so ab. Das ist sozusagen hier einfach dazwischen gesteckt. Hier haben wir halt auch ein spezielles Riegelsystem. Das heißt, ich kriege den Deckel nicht ab, weil ich habe hier an den Ecken noch so Schrauben mit angebracht, wo die Möglichkeit ist, hier das Ganze dann zu öffnen. Das heißt, ich muss die Schrauben lösen, muss das Ganze hier abmachen und befeuchten. Ich habe jetzt hier den Bereich ein bisschen befeuchtet. Ihr seht, das ist ein bisschen dunkler. Das wird auch der Bereich sein, den die Tiere wahrscheinlich am ehesten dann erstmal nehmen, um sich jetzt hier erstmal einzugraben. Aber die Ameisen brauchen einen trockenen, feuchten Bereich. Normalerweise empfehlen wir hier immer 2 Nestbereiche zu nehmen. Ja, also einen trockenen für die Körner, einen leicht feuchten für die Brut. Jetzt ist es hier relativ groß bei 60 cm und es wird jetzt hier dementsprechend versucht, dass man wirklich nur einen Bereich leicht feucht hat, den anderen trocken hält. Ja, muss man sehen, also wenn die das hier soweit auch hinbekommen, reicht es aus. Notfalls muss man dementsprechend hier einfach erweitern, noch eine weitere Anlage platzieren. Also das Ganze hat auch die Möglichkeit, dementsprechend ausgebaut zu werden. Ja, die Tiere sind soweit drinnen und ich denke mal, da haben wir alles berücksichtigt, was der Kunde wollte. Jetzt machen wir uns mal los und gehen nach Berlin.